A good EdTech product engages and inspires student-directed learning and results in a meaningful or value-oriented outcome. My observations of Robo is that it does exactly that, and it targets an age group that sometimes doesn't really have that opportunity. Robo Wunderkind is a practical, hands-on resource for children of all ages. Primarily, I introduced this resource for coding, but it's so much more. I'm seeing design thinking, construction, evaluation, and critical thinking skills developed in my young learners. Ich unterrichte in den 3. Klassen digitale Grundkompetenzen und auch Berufsorientierung. Das ist ein Fach, das da zusammenläuft mit diesen 2 Themenschwerpunkten. Und Robo Wunderkind ist für mich auch ein perfekter Schnittpunkt für beide Fächer. Zum einen geht es natürlich um die Weiterausbildung der digitalen Kompetenzen. Und natürlich auch hat es sehr viel mit der Berufsorientierung zu tun, weil eben wir in digitalen Zeiten leben und die Arbeitsmarktbedingungen sich einfach verändern werden. Und daher denke ich, dass so ein Workshop wie von Robo Wunderkind ein tolles Training ist, ein toller Einstieg ist in diese bevorstehenden Zeiten. It's so easy to start using Robo Wunderkind. It is so intuitive. The color-coded blocks make it very easy to use. Also was mir besonders gut gefällt, ist die Handlichkeit der Würfel, dass das für die Kinder einfach nicht so filigran ist und aus nicht so vielen Teilen besteht, sondern eben ein paar Würfel sind, die wirklich in die Hand passen. Das heißt, es ist auch eher was für kleinere Kinder. Dann ist dieses Stecksystem sehr angenehm. Und was mir besonders gut gefällt, sind diese Sensoren, sei es jetzt fürs Licht oder die Abstandssensoren, weil man das einfach sehr gut in Mathematik integrieren kann, um zu messen, den Kindern Abstand zu zeigen. Es ist eine ganz, ganz neue Methodik, die man da drinnen verwenden kann. With Robo, as students build what their imagination desires, creativity, they have to work together. They have to communicate and they have to collaborate with their fellow classmates. In order to do what? In order to troubleshoot, in order to think through the process, and in order to code so that they can achieve their desired outcome. They need to critically think. Aber das Tolle ist eben auch, dass das Programmieren dieser Roboter natürlich eine echte Hands-on-Erfahrung ist einfach und es macht die Dinge den Kindern begreifbar und es macht ihnen ja auch Spaß. Sie arbeiten viel zusammen, also es fördert die Zusammenarbeit, das Teamwork. Sie ergänzen sich extrem gut, indem Kinder, die noch nicht so viel damit zu tun hatten, sich in den Workshops mit anderen Kindern zusammentun, die schon mehr Erfahrung mit technischen Geräten haben. Sie spielen und lernen dabei Zusammensetzung von Coding, von wie funktioniert ein Roboter überhaupt, warum macht er das so, wie er es macht. Und wenn sie einen Fehler machen, zeigt der Roboter gleich, dass er eben das macht, was sie eingegeben haben, und wenn sie das nicht wollten, dann müssen sie das wieder löschen. Also sie lernen damit, dass sie dafür verantwortlich sind, was der Roboter oder dann später vielleicht der Computer oder das Spiel macht, dass das ihre Aufgabe ist, das richtig einzugeben. Im Prinzip würde ich wirklich sagen, dass es ihnen in erster Linie wirklich Spaß macht. Das sehe ich. Ich kenn meine Kinder. Ich weiß ganz genau, wenn ihnen was taugt oder wenn ihnen Fahrt ist. Und die Tatsache, dass sie voll dabei sind und mitmachen, zeigt eben die Begeisterung. Also macht es ihnen definitiv Spaß und sie finden es auch interessant. Und es ist eben wirklich etwas, was man nicht jeden Tag in der Schule als Experiment in dieser Form hat. There is a real sense of wonder when the children play. They play like the possibilities are endless. I would recommend Robo Wunderkind not only for the early learners, but for all children in the primary phase. This is a resource which supports more than coding. It's design, it's science, engineering and maths. And all of the apps will help you to take your children right across the computing curriculum, but the entire curriculum as well. Mir selber war auch ganz klar, wie zu folgen war. Ich habe selber eben auch den Roboter programmiert und im Prinzip ist es kinderleicht. Und mir hat es selber eben auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mitzumachen.